Hallo Leute, ich bin Wolfgang von Black Trident und heute sprechen wir über unser Thor Duty Plus Holster. Was Level 1 Holster, was Level 2 Holster sind, warum du das brauchst oder eventuell auch nicht, das erfährst du in diesem Video. Wer sich generell mit Holstern beschäftigt, der wird merken, hier gibt es immer ein paar Fachbegriffe. Und ich erkläre euch heute etwas über Level 1 und Level 2 Sicherungen und auch die danach folgenden Levels, bevor ich mit dem Thor Duty Plus starte. Generell spricht man bei diesen Level 1, Level 2, Level 3 über die verschiedenen Sicherungselemente, wie die Waffe im Holster drinnen gehalten wird. Wer sich Black Trident anschaut, der sieht, dass ein Großteil unserer Holster Level 1 Holster sind. Und bei Level 1 Holstern, hier ist es eben so, dass die Waffe im Holster drinnen gehalten wird über gewissen Flächendruck und Kantendruck. Und wenn wir uns jetzt sozusagen hier die Waffe in das Holster hineingeben, dann hält die Waffe da drinnen, weil an gewissen Stellen eben ein Druck auf die Waffe aufgebaut wird. Und hier ist es oft bei Anfängern, nein, ich brauche unbedingt eine Sicherung, weil sonst fällt mir die Waffe raus beim Laufen. Und Leute, das ist nicht so. Die Waffe hält auch bei Level 1 Holstern, auch wenn sie voll geladen ist. Wenn man den Zielwiderstand richtig einstellt, dann haben wir alle Möglichkeiten. Bei Level 1 Holstern ist es eben so, dass ich eben einen gewissen Widerstand überwinden muss beim Ziehen. Und das ist eben bei den Holstern das Ding. Aber es gibt natürlich auch noch mehr Sicherungslevel als Level 1. Weil es kann ja sein, dass mehrere Schritte notwendig sein sollten, um die Waffe aus dem Holster rauszubringen. Und wo braucht man das oft? Das braucht man gerade im polizeilichen und militärischen Bereich, weil hier kann es ja sein, Beispiel, du bist ein Polizist, ein Soldat, du bewegst dich in einem Gemenge, dass eine fremde Person kommt und dir die Waffe entreißt und dich und deine Kameraden bedroht. Und genau hier sollte es eben so sein, dass dein Holster eine zusätzliche Sicherung hat. Weil hier habe ich dann das Ding, dass wenn die Sicherung nicht betätigt wird, es ist eine spezielle Abfolge, die eben durchgeführt werden muss, dann kann dir niemand deine Waffe aus dem Holster rausziehen. Und jetzt sprechen wir über den Thor Duty Plus. Generell, wer sich das Thor-Holster und den Thor Duty Plus anschaut, der sieht, hey, die schauen eigentlich ziemlich ähnlich zueinander aus. Und das ist tatsächlich auch der Fall, dass viele Features, die beim Thor dabei sind, auch im Thor Duty Plus integriert sind. Beim Thor Duty Plus ist genauso wie beim Thor die Kompatibilität zu Rotpunktvisieren gegeben. Weil das ist eben insofern wichtig, weil Rotpunktoptiken sind die Zukunft und hier wird es auch immer mehr geben. Eine genaue Kompatibilitätsliste zu den Rotpunktoptiken, die mit Thor und Thor Duty Plus Holster funktionieren, die findet ihr auf unserer Website. Dann ist beim Thor Duty Plus auch, dass wer natürlich ein Rotpunktvisier verwendet, der braucht auch einen erhöhten Visierkanal, denn oft ist es so, dass gerade auch wie bei dieser Waffe eben die Standardvisierung tiefer wäre als der Rotpunktvisierkörper. Des Weiteren ist das Holster unten offen und das hat nämlich den Sinn, dass ich die Waffe sozusagen genauso wie hier, ich zeige es jetzt hier am Thor, aber es ist beim Thor Duty Plus genauso, dass ich eben auch zum Beispiel mit Kompensatoren, Mündungsbremsen oder Gewindeläufen problemlos arbeiten kann, wenn ich sie an meiner Waffe montiert habe. Der Zielwiderstand, der lässt sich auch beim Thor Duty Plus Holster stufenlos einstellen und genau an deine Bedürfnisse. Hier auch eben um meinen Tipp und meine Empfehlung, Schrauben verkleben. Wir haben auch ein eigenes Video dazu gemacht, weil diese Schrauben sind natürlich immer Vibrationen und Spannungen ausgesetzt, wodurch eben beim wiederholten Holstern, beim oftmaligen Holstern eben die sich lockern können. Und damit du lange Freude mit deiner Ausrüstung hast, gebe ich dir diesen Tipp. Dann ein weiteres Thema, und das ist gerade für Leute, die so wie wir in eher kühleren Europa wohnen, ist eben, dass hier in diesem Bereich zwischen Griffstück und dieser Vorderkante der Waffe, dass hier eben ca. 30 mm Platz sind. Das hat nämlich das Ding, dass ich, wenn ich im Winter mit Handschuhen arbeite, ich mit dem ersten Griff gleich ein vollwertiges Griffmuster aufbauen kann. Des Weiteren
sind natürlich auch Anbauteile, die an der Waffe dran sind, wie zum Beispiel hier vergrößerte Verschlussfanghebel und Co. Das ist schon alles mit eingearbeitet. Der Magazinauslöseknopf, ich zeige es jetzt mal hier an dieser P8, der ist auch frei, also hier ist eine Magazinwippe und das hat eben den Sinn, dass du die Waffe entladen kannst, wenn sie geholstert ist und natürlich auch, dass du mit vergrößerten Magazinauslöseknöpfen und Co. arbeiten kannst. Ein wichtiges Detail noch beim Tour Duty Plus Holster ist, was ist denn, wenn die Sicherung offen ist? Generell ist es so, dass wenn die Sicherung offen ist, dieses Holster genauso funktioniert wie das Torholster. Das heißt, ich habe hier eine Kombination zwischen Level 1 und Level 2 Sicherung. Ihr seht auch hier, ich kann das gesamte Holster umdrehen und die Waffe fällt nicht raus. Wenn ich den Zielwiderstand richtig einstelle, dann habe ich genau das. Und hier ist eben auch wieder das Ding, ich muss einen gewissen Widerstand überwinden, bis ich die Waffe rausziehen kann. Und wenn ich sie vollkommen sichern will gegen Fremdzugriff, dann kann ich hier noch die Sicherung aktivieren. Und das Thema Sicherung, das ist bei unserem Holster auch was wirklich, wirklich Cooles, weil wir haben nämlich auf dem Tour Duty Plus eine originale Safariland SLS-Sicherung. Warum ist das so spannend? Weil mega viele von euch, die gerade Safariland Holster behördlich nutzen, die sind dieses Sicherungssystem schon gewohnt. Und ihr habt, wenn ihr das Ganze schon könnt, wenn ihr wisst, hey, ihr habt jetzt schon 15 Jahre lang genau diesen Sicherungsmechanismus, dann habt ihr hier keine Umschulungskosten. Und wir fertigen eben bei Black Trident diese Holster in verschiedensten Kombinationen mit über 30 Laserlichtmodulen und für die verschiedensten Waffenmodelle, wodurch wir eben oft eine Lücke füllen zwischen dem, was angeboten wird und was es tatsächlich gibt. Ja, dann natürlich noch die Frage wegen den Montagen. Der Tour Duty Plus ist genauso wie das Torholster kompatibel mit einer Vielzahl von Montagemöglichkeiten. Ich habe auf der Rückseite des Holsters eben ein Bohrungssystem, wodurch ich das Ganze mit gängigen Montagetypen wie Bladetech, G-Code, Blackhawk und Safariland nutzen kann. Und hier ist eben das Coole, wir haben auch ein eigenes Video dazu, zu den verschiedenen Montagetypen. Schaut euch das auf jeden Fall an, wenn ihr euch nicht sicher seid, was die richtige für euch ist. Unsere Empfehlung, einer der beliebtesten Montagen aktuell, das sind Mid-Ride-Systeme, wo das Holster eben ca. 10 cm von der Gürtelkante nach unten versetzt wird. Ja, das war alles, was ihr zu unserem Tour Duty Plus Holster wissen müsst. Wenn ihr Fragen habt zum Tour Duty Plus Holster, dann schreibt es bitte hier unten in die Kommentare. Gebt uns auch ein Like für dieses Video. Wir geben uns wirklich viel Mühe, hier was richtig, richtig Cooles für euch zu machen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Wolfgang von Black Trident.